Alles klar, dann fangen wir an. Herzlich willkommen nochmal. Mein Name ist David Jung. Ich halte jetzt heute kurz hier das Webinar und würde Ihnen gerne mal die Funktionen und Features zeigen, die wir im letzten Monat hier im Hause entwickelt haben, wie Sablono also weiterentwickelt wurde, was die neuesten Funktionen sind. Ich fange an mit einer kurzen PowerPoint-Präsentation, gebe einmal einen kurzen Überblick und würde danach dann auch nochmal in die Plattform reinspringen, um auch die Software nochmal live zu zeigen. Die erste Funktion oder das erste Feature, was wir jetzt neu haben, das haben wir jetzt ungefähr einen Monat in einer geschlossenen Beta getestet und sind mittlerweile so weit, dass wir es im Prinzip auch anderen Projekten zur Verfügung stellen wollen. Dabei handelt es sich um eine automatische E-Mail-Benachrichtigung. Und zwar funktioniert die folgendermaßen, dass Teams, die im Projekt zusammenarbeiten, darüber benachrichtigt werden, wenn Aufgaben, die als Vorgänger gekennzeichnet waren, für die eigenen Aufgaben erledigt wurden. Das ist erstmal ein bisschen ähm, kompliziert auszudrücken, aber im Grunde sagt es, ich muss Aufgabe B erledigen und bevor ich Aufgabe B erledigen kann, muss jemand anders Aufgabe A erledigen. Und diese E-Mail-Notification, die sagt mir jetzt im Prinzip Bescheid, sobald der andere Aufgabe A abgeschlossen hat. Die E-Mail wird im momentanen Setup jeden Tag um 17 Uhr versendet. Das heißt, wir sammeln über den gesamten Tag, welche Aufgaben erledigt wurden, in einer Liste an und schicken dann am Abend um 17 Uhr jeweils die E-Mail raus und zeigen damit im Prinzip den Teams auf, wo sie denn am nächsten Tag anfangen können zu arbeiten, weil eben die Vorgängerarbeiten alle erledigt sind. Genau. Das Feature ist jetzt erstmal noch nicht automatisch für alle Projekte aktiviert. Das funktioniert so, dass falls Sie daran Interesse haben sollten an diesen Benachrichtigungen, dann müssen Sie uns kontaktieren und dann werden wir das für Ihr Projekt eben auch freischalten. Ähm, Macht immer dann Sinn, wenn man kollaborativ mit der Plattform arbeitet und man irgendwie die Übergabezeiten zwischen Gewerken reduzieren möchte. Also das heißt, in der Regel haben wir festgestellt, dass es da eine Verzögerung gibt zwischen Gewerk A, das fertig wird, und Gewerk B, was dann wirklich ins Apartment oder in den Raum oder in ja, was auch immer ähm, geht. Da gibt es eine Verzögerung und die versuchen wir eben zu reduzieren, indem wir direkt tagesaktuell Bescheid geben, okay, du kannst jetzt in diesen Raum, sie können jetzt in diesen Raum und können dort ihre Aufgaben erledigen. Das ist die erste große neue Funktion. Dann haben wir eine Funktion verbessert, die ich im Juli schon mal vorgestellt hatte und die würde ich dann deswegen jetzt gerne einfach nochmal vorstellen. Und zwar handelt es sich dabei auch wieder um E-Mails. Es gibt natürlich die Möglichkeit, solche automatisierten E-Mails zu verschicken, wie wir gerade besprochen haben. Wir haben allerdings auch auf der Plattform eine Möglichkeit, dass ich als Projektmanager gezielt Aktualisierungsanfragen verschicken kann. Also das heißt, ich stelle irgendwie auf der Plattform fest, für bestimmte Apartments oder bestimmte Räume oder bestimmte Bauteile wurde schon lange nichts mehr gemeldet und es müsste sich eigentlich was getan haben in der Zwischenzeit. Dann kann ich diese Bauteile in der Liste markieren und dann eben eine Aktualisierungsanfrage an denjenigen verschicken, von dem ich denke, dass er doch eigentlich irgendetwas gemacht haben müsste und es vielleicht nur nicht auf Sablono reported hat. Oder eben derjenige ist hinterm Zeitplan und ich informiere ihn damit darüber, dass er eigentlich in diesen Räumen oder an diesen Bauteilen arbeiten müsste. Nachdem man die Bauteile also in der Liste ausgewählt hat, würde man dann eine Aktualisierungsanfrage verschicken, was im Prinzip eine E-Mail ist, die so aussieht. Die bekommt dann derjenige, an den ich es verschickt habe. Und wenn er auf den Button klickt, dann kriegt er eben eine Liste direkt angezeigt mit all diesen ausgewählten Projektelementen und den darunter hängenden Aktivitäten. Hier ist natürlich so, dass auch in dieser Liste nur Aktivitäten angezeigt werden, für den derjenige, der die E-Mail bekommen hat, auch ausreichend Rechte hat. Also man kann hier nichts ändern, für das man nicht auch die Rechte hat. Und die Neuerung, was wir eben jetzt, weshalb ich es auch nochmal vorstelle, was wir neu eingebaut haben, ist die Möglichkeit, dass derjenige, nachdem er diese Liste bekommen hat, die Liste zwar öffnen kann, aber dann auch sagen kann, ich habe zwar nicht an diesen Projektelementen gearbeitet, die ich jetzt hier in der Liste vor mir sehe, sondern ich möchte gerne für andere, an denen ich stattdessen gearbeitet habe, Fortschritt melden. Und das würde funktionieren durch den Button, den man oben über der Liste sieht. Wie gesagt, das werde ich auch gleich nochmal live zeigen, diesen ganzen Workflow. Genau, das ist das zweite Update. Dann haben wir weiter daran gearbeitet, den Wochenplan zu verbessern. Der Wochenplan ist ja im Prinzip ein Werkzeug zur Arbeitskoordination.
Man sieht hier auf der linken Seite immer alle Projektelemente, die im Projekt vorliegen, und auf der rechten Seite alle Aktivitäten, die in diesen Projektelementen in der diesigen Woche oder in der nächsten Woche oder in der vorigen Woche ausgeführt werden müssen. Da kann man also wechseln zwischen den Wochen. Das war bisher immer eine ziemlich große Liste, weil man eben alle Aktivitäten, die für jedes Projektelement ausgeführt werden musste, dort gesehen hat. Es gibt jetzt seit neuestem die Funktion, dass man auf dieser Seite eben auch nach Teams filtert. Also das heißt, wenn ich zum Team Maler gehöre, dann interessieren mich vielleicht die Aktivitäten, die ein anderes Team, zum Beispiel das Team Boden auszuführen hat, überhaupt nicht. Und ich möchte eigentlich nur sehen, was müssen denn wir diese Woche machen. Und dann kann ich eben jetzt hier diesen Wochenplan auch schnell filtern und mir schnell die Aktivitäten raussuchen, für die ich jetzt in der kommenden Woche verantwortlich bin oder für die mein Team in der kommenden Woche verantwortlich ist. Und dann zum Schluss, und das ist eigentlich das größte Thema des letzten Monats gewesen, wir haben weiter daran gearbeitet, die automatische Terminplanberechnung für eben all diese Aktivitäten, die man auch auf dem Wochenplan sieht oder über die man sich auch benachrichtigen lassen kann, zu verbessern. Diese Aktivitäten, die werden ja bei uns schon seit über einem Jahr automatisch in einen Terminplan gegossen. Und diese Berechnung, die haben wir im letzten Monat stark verbessert, also dass sie fehlerunanfälliger wurde, und das, was der Kunde davon jetzt am prominentesten sieht, ist endlich die Möglichkeit, in seinen Terminkalender auch Feiertage oder freie Tage einzutragen. Das heißt, zum Beispiel an Weihnachten oder am ersten Feiertag oder an Neujahr arbeitet ja bekanntlicherweise in den meisten Projekten niemand. Und diese Tage kann man jetzt eben als Feiertage kennzeichnen, und das wird dann in der automatischen Terminplanberechnung für die Aktivitäten auch berücksichtigt. Das heißt, für diese Tage wird keine Arbeit geplant. Genau. Das klingt jetzt erstmal auf den ersten Blick weniger, als es am Ende ist, aber die Terminplanberechnung ist eben ein sehr komplexes Thema, und wir sind da dran, das Laufen zu verbessern, und das wird uns auch in dem nächsten Monat noch weiter beschäftigen. Soweit erstmal zum groben Überblick. Wie gesagt, ich würde jetzt auch nochmal in die Plattform springen. Zu der "Was passiert als nächstes" Folie kommen wir dann später noch. Ich muss nur irgendwie die Präsentation beenden. Ja, so. Genau, also in der Plattform. Die automatisierte E-Mail-Notification, die kann ich Ihnen jetzt leider nicht zeigen. Wie gesagt, die wird einfach automatisch jeden Tag um 17 Uhr versendet. Was ich Ihnen aber zeigen kann, ist eben dieser andere E-Mail-Workflow. Dazu würde ich im Prinzip einfach, ich bin jetzt hier in einem Projekt, das ist das Projekt-Dashboard, das kennen Sie ja sicherlich. Ich würde jetzt hier einfach zum Beispiel feststellen, dass 29 Projektelemente hinter dem Zeitplan laufen. Da kann ich ja mal draufklicken, um mir dann die Liste anzeigen zu lassen von Elementen, die eben hinter dem Zeitplan laufen. Wir haben heute leider ein bisschen Probleme mit dem WLAN hier im Haus. Von daher kann es sein, dass sich das ein bisschen verzögert. Jetzt ging es doch recht flott. Genau, also das sind jetzt erstmal alle Projektelemente, die hinterm Zeitplan laufen. Sind ja erstmal potenziell die, für die ich vielleicht ein Update anfordern wollen würde. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass ich gerade genau an diesen 4 Projektelementen hier interessiert bin. Da würde ich diese 4 einfach auswählen und danach hier oben den Button Aktualisierungsanfrage nutzen, um eine Aktualisierungsanfrage per Mail rauszuschicken. Ich klicke da jetzt drauf, dann soll ich hier die E-Mail-Adresse meines Partners eingeben. Ich würde einfach mal meine eigene E-Mail-Adresse eingeben, damit ich Ihnen jetzt gleich auch zeigen kann, was dann passiert. Mich hier auswählen und dann die Anfrage versenden. Das hat dann zur Folge, dass hier oben bestätigt wird, dass die Aktualisierungsanfrage eben versendet wurde. Und wenn ich in mein Mail-Programm springe, dann sehen wir hier, dass die Aktualisierungsanfrage auch tatsächlich eingegangen ist. Die befindet sich jetzt hier gerade zweimal in meinem Posteingang, weil wir diese Anfrage einmal an denjenigen schicken, von dem ich die Anfrage gefordert habe, und dann aber auch nochmal an denjenigen, der sie gestellt hat, damit der weiß, dass sie tatsächlich rausgegangen ist. Daher ist es jetzt hier zweimal, weil ich ja quasi von mir selber eine Anfrage angefordert habe. Die E-Mail sieht dann, wie wir eben schon gesehen haben, so aus. Es wird also dargestellt, wer die Anfrage verschickt hat und von wie vielen Projektelementen er doch bitte gerne den Status wissen möchte. Und es gibt diesen großen, schönen grünen Button hier, der mir im Prinzip erlaubt, den Fortschritt zu dokumentieren. Wenn ich da draufklicke, dann komme ich eben genau zu der Liste, die wir eben auch schon gesehen haben, die jetzt genau diese 4 Projektelemente anzeigt, die ich eben ausgewählt habe.
Und ich kann jetzt hier im Prinzip für alle Arbeiten dokumentieren, wie der Status ist und zum Schluss den Fortschritt speichern. Falls ich jetzt in der Situation bin, und das ist die Neuerung, die ich eben ansprach, falls ich jetzt in der Situation bin, dass ich diese Liste bekommen habe und feststelle, ich habe zwar gearbeitet natürlich in den letzten Tagen, aber nicht an den 4 Projektelementen, die jetzt hier dargestellt sind, dann habe ich eben jetzt die Möglichkeit, hier oben auf diesen andere Projektelementen-Button zu klicken. Wenn ich den auswähle, werde ich wiederum zu einer weiteren Liste weitergeleitet und kann hier beispielsweise Schlafzimmer eingeben und würde dann Zugriff auf alle Projektelemente, die im Projekt sind, haben, die zu diesem Namen passen. Wir scheinen mit dem Internet ein wenig Probleme zu haben. Schlafzimmer gibt es aber im Projekt, also müsste es eigentlich auch gefunden werden. Geben wir mal Keller ein. Wie gesagt, das Internet im Hause ist heute leider ein bisschen langsam. Da sind sie. Genau. Hier sehen wir jetzt im Prinzip alle Projektelemente, die zu diesem Namen passen, und dann kann ich eben auch für die hier direkt den Status ändern und reporten. Und auch hier muss man sich keine Sorgen machen. Leute in bestimmten Teams dürfen wiederum nur Aktivitäten ändern, die ihnen zugewiesen wurden. Beide Listen sind im Prinzip auch so gestaltet, dass sie möglichst leichtgewichtig zu laden sind. Das heißt, man wird auch keine Probleme haben, beide Listen auf seinem mobilen Gerät anzuschauen. Wir stellen uns vor, dass man die E-Mail eben auch von seinem Smartphone öffnen kann, wenn man vielleicht unterwegs ist, gerade auf der Baustelle oder vielleicht mit den Öffentlichen gerade zur Arbeit fährt und dann schnell noch seinen Status-Report abgeben kann. Genau. So viel zu dem E-Mail-Workflow. Jetzt würde ich noch mal kurz in den Wochenplan springen, um Ihnen da noch mal live zu zeigen, was ich meinte. Wir stellen uns also vor, das ist jetzt hier der Wochenplan für diese Woche, oder ich glaube, es ist letzte Woche, aber es macht im Grunde nichts. Und wie wir sehen, sind hier eine Menge Aktivitäten. Also wir färben ja auch die Aktivitäten bestimmter Teams in bestimmten Farben an. Man hat also schon einen groben Überblick. HLSK ist jetzt hier gelb, das heißt, alle gelben Aktivitäten gehören zu diesem Team. Wir haben die lilanen Aktivitäten von den Elektrikern und wir haben die grünen Aktivitäten der Maler. Nichtsdestotrotz ist es hier natürlich relativ schnell unübersichtlich, gerade weil es so viele Aktivitäten gibt. Und wenn man sich vorstellt, dass ich jetzt vielleicht zum Team HLSK gehöre, dann muss ich eigentlich diese ganzen Aktivitäten hier hinten nicht sehen. Was ich jetzt machen kann, um ein bisschen mehr Übersicht zu bekommen, ist im Prinzip hier in der Filterung einfach auszuwählen, welches Team ich gerne gerade angezeigt haben möchte. Im Moment steht es auf alle Aktivitäten anzeigen. Wenn ich hier HLSK auswähle, dann schrumpft das Ganze doch schon ganz ordentlich zusammen. Wir sehen auf einmal viel mehr Projektelemente hier auf der linken Seite und wir sehen eben nur noch die Aktivitäten, für die wir verantwortlich sind. Ich denke, so kann man sich gerade am Montag einen guten Überblick verschaffen, was sind denn eigentlich die Aktivitäten, die diese Woche anstehen. Man kann sogar hier auch direkt Status reporten, also wenn wir jetzt feststellen, diese Aktivität Endabnahme Lüftung in der Gangfläche wurde schon getan, dann kann man eben hier die Detailansicht auch öffnen, und wenn sie dann aufgrund des langsamen WLANs irgendwann hoffentlich geladen hat, dann kann man eben hier auch den Status direkt ändern. Genau. Also jetzt hat sie geladen. Wir sind bei dieser Aktivität. Wenn wir die jetzt hier auf abgeschlossen setzen, dann haben wir im Prinzip auch gleich Status Reports durchgeführt. Genau. Ja. So viel zur Wochenübersicht. Jetzt vielleicht noch kurz etwas zu den Feiertagen. Dafür springen wir mal eben auf die Projekteinstellungsseite. Wir sind immer noch im gleichen Projekt. Die Projekteinstellungen erreichen Sie über das Seitenmenü und dann den Button oben rechts in der Ecke Projekteinstellungen. Und wenn wir hier ein bisschen runterscrollen, dann sehen wir eben, dass es im Projektkalender nun eine neue Sektion gibt, die sich freie Tage nennt. Und man kann hier über diesen Button Tage hinzufügen. Um Ihnen jetzt den Effekt zu zeigen, würde ich einfach mal den 10.9., also den Montag letzte Woche, hinzufügen. Wenn wir das tun, dann dürften im Prinzip die ganzen Aktivitäten, die an diesem Tag anfangen, müssen um einen Tag verschoben werden.
und generell wird sich das Bild hier ändern. Also das heißt, wir legen jetzt mal einen freien Tag an und nennen den Webinar-Test. Man kann hier also beliebige Namen eingeben. Wir haben das so flexibel gestaltet, weil Sie im Prinzip die Funktion nutzen können für einmal Feiertage, aber dann auch irgendwelche anderen Tage, die Sie vielleicht in Ihrem Projekt aus irgendeinem Grund nicht als Arbeitstag klassifiziert haben wollen, können Sie hier eingeben und dann wird dieser ignoriert. Wir wählen jetzt den 9.10. aus, genau, und speichern dann. Dann dauert es einen Moment. Natürlich muss die Plattform jetzt erstmal neu rechnen. Die ganzen Aktivitäten müssen neu einkalkuliert werden. Und dann gibt's noch eine kleine Meldung, das ist auch neu, etwas Neues. Sie können ja auf dem Wochenplan Aktivitäten händisch verschieben. Das heißt, Sie können erst von der Sablono-Plattform automatisiert die Aktivitäten auf bestimmte Tage in die Terminplanung berechnen lassen und dann aber im Nachhinein, zum Beispiel im Wochenplan, den wir eben gesehen haben, diese Aktivitäten auch nochmal händisch verrücken, weil Sie sagen, okay, das automatisch berechnete ist zwar erstmal ganz nett, aber tatsächlich kam es jetzt zu Verzögerungen und deswegen verschieben wir diese Aktivität von Montag auf Mittwoch, weil wir wissen, es kam zu diesen. Ähm, Das ist eine weitere Verbesserung im Prinzip im Terminkalenderberechnung, wenn Sie dann Sachen verschoben haben auf neue Daten und dann neu rechnen lassen aus irgendeinem Grund, zum Beispiel, weil Sie einen neuen Tag hinzufügen, der ausgelassen werden soll, einen neuen freien Tag, dann erkennt die Plattform jetzt, okay, Sie haben in der Vergangenheit, zum Beispiel in diesem Projekt, bei neuen Aktivitäten gesagt, dass sie nicht an dem ursprünglich berechneten Tag ausgeführt werden sollen, sondern zu einem anderen Tag. Sollen diese anderen Tage gespeichert werden oder möchten Sie die Änderungen, die wir jetzt berechnet haben, sollen die im Prinzip Ihre alten Änderungen überschreiben? Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir die alten Änderungen nicht mehr brauchen und voll auf die automatisch berechnete Terminplanung von Sablono vertrauen. Deswegen nehmen wir hier die zweite Option, ähm, sagen dann auswählen und dann ist der Kalender auch schon aktualisiert. Und wenn wir jetzt zurückspringen zum Wochenplan und hier einmal die Seite aktualisieren, dann stellen wir fest, auch jetzt dauert es wieder einen Moment. Genau, dann stellen wir fest, dass im Prinzip die Aktivitäten, die montags gestartet sind, Sie erinnern sich, Lüftungsgitter einbauen hat vorher am Montag gestartet, dass das jetzt auf Dienstag verrückt wurde und dementsprechend dann auch das, was vorher auf Dienstag war, ist jetzt auf Mittwoch verrückt. Also alle anschließenden sind im Prinzip einen Tag verrückt worden. Ähm, Die Dachdeckerarbeiten, das ist jetzt hier nur eine Art der Darstellung. Im Prinzip beginnt diese Aktivität schon in der letzten Woche und geht bis Dienstag. Deswegen wird sie jetzt hier auch noch am Montag dargestellt. Im Grunde genommen müsste die jetzt zweigeteilt werden, nämlich einmal auf vor dem Wochenende und einmal auf den Dienstag gelegt. Wir haben im Moment die Darstellung gewählt, dass solche Tage einfach mit inbegriffen sind, also dass dort dargestellt wird, wir arbeiten von Donnerstag bis Dienstag an der Aktivität und dadurch sehen wir den jetzt hier am Montag immer noch als Aktivität, aber im Hintergrund weiß die Plattform, dass am Montag nicht gearbeitet wird und ignoriert diesen Tag. Deshalb geht diese Aktivität jetzt auch bis Dienstag. Ja, das war im Prinzip der kurze Überblick über die Neuerungen des letzten Monats. Vielleicht noch ganz kurz ein Ausblick in den kommenden Montag. What's next? Was sind unsere nächsten Ziele, an denen wir arbeiten werden? Wir wollen weiterhin an der Terminplanberechnung für Aktivitäten arbeiten und die weiterhin verbessern, um dann letztendlich, das ist unser großes Ziel für den November, die Frage umgreifend beantworten zu können, ist Ihr Projekt eigentlich noch im Zeitplan oder läuft es vielleicht 3, 4, 5 Tage oder vielleicht sogar Wochen hinter dem Zeitplan? Momentan können wir diese Berechnung im Zeitplan und hinter dem Zeitplan basierend für jedes Projektelement beantworten. Was wir aber allerdings noch nicht beantworten können, ist diese große überstehende Frage, ist das Gesamtprojekt eigentlich noch im Zeitplan oder haben wir da schon Verzug? Sind also die Verzüge, die wir an Projektelementen gemeldet haben, tatsächlich auf dem kritischen Pfad, wenn Sie sich mit Scheduling soweit auskennen oder betrifft es vielleicht einfach Projektelemente, die gar keinen Einfluss darauf haben, ob der Endtermin des Projektes gehalten werden kann oder nicht. Die Beantwortung dieser Frage, wie Sie sich vorstellen können, ist relativ komplex.
Darauf haben wir in diesem Monat schon hingearbeitet und das werden wir im nächsten Monat dann hoffentlich abschließen können. Das heißt, Ende November werden wir da soweit sein, dass wir diese Frage beantworten können. Außerdem eine weitere Verbesserung wurde auch schon häufig gewünscht, ist im Prinzip das gleichzeitige Status-Update mehrerer Projektelemente. Wenn Sie sich vorstellen, es gibt viele Projekte bei uns, bei Kunden, wo die Leute nicht sofort, nachdem sie die Arbeit ausgeführt haben, auf dieser Plono-Plattform reporten, dass die Arbeit jetzt abgeschlossen ist, sondern sie sammeln eher an und reporten dann am Ende des Arbeitstages oder vielleicht sogar am Ende der Woche für alle Projektelemente, an denen sie gearbeitet haben, den neuen Status. Dieser Workflow, der wird jetzt deutlich vereinfacht werden, einfach über die Möglichkeit, mehrere Projektelemente auszuwählen und dann für mehrere Projektelemente gleichzeitig einen bestimmten neuen Status zu wählen. In der momentanen Version müsste man im Prinzip bei jedem Projektelement einzeln diesen Status definieren. Da wird jetzt Abhilfe geschafft. Das wird auch noch eine große Neuerung im kommenden Monat. Ja, zum Schluss bleibt mir noch zu sagen, falls Sie Ideen haben oder Anregungen, dann können Sie gerne diesen Link nutzen. Ich werde wie immer auch die Präsentation jetzt gleich noch verschicken als E-Mail. Über diesen Link können Sie Ideen einfach in unser Ideenportal eintragen. Wir schauen uns die dann an und versuchen, die ins Produkt zu integrieren. Und außerdem haben wir auch eine Seite, ich weiß nicht, ob Sie die schon entdeckt haben, auf der ich immer über aktuelle Updates auch schriftlich berichte. Können Sie auch gerne mal besuchen. Genau, das ist der letzte Link. Das wäre es erstmal von meiner Seite. Wie gesagt, wir sind heute nicht so viele, das heißt, Ihre Mikrofone sind an. Haben Sie denn noch Fragen? Haben Sie Feedback vielleicht auch für die neuen Funktionen? Ist irgendwas offen geblieben, was Sie sich wünschen schon seit längerem? Ich würde hier jetzt auf jeden Fall noch fürs Gespräch zur Verfügung stehen. Ansonsten ist der offizielle Teil des Webinars erstmal beendet.